Der Knaus Platinum Selection. Ja, wir sind im Jahr 2020 am Bodensee. Es ist Corona-Zeit, aber man kann sich ja aus dem Wege gehen. Ich zeige es mal ganz kurz. Einmal Wohnwagengespann aus dem Kreis Aurich mit einem tollen Wohnwagen nebendran. Weinsberg. Und natürlich unserem Morelo unterwegs. Der steht hier mit allen Kindern drin, die kann ich gleich auch mal zeigen. Aber es geht ja hier um die Frauen, denn sie sind aus dem hohen Norden gekommen, aus Ostfriesland. Ich glaube es gar nicht. Ich habe es am Dialekt so ein bisschen erkannt und dachte, ihr seid aus dem Norden, oder? Wir sind aus dem hohen Norden, genau. Ja, stell dich mal kurz vor, wie heißt du? Ja, ich heiße Karin Friedrichs und wie gesagt, wir kommen aus Aurich, aus dem Landkreis Aurich. Ja, und wir campen eigentlich schon 30 Jahre und wir haben dieses Wohnmobil vor 2 Jahren neu gekauft und wir sind super zufrieden damit, weil dieses Wohnmobilreisen ermöglicht uns natürlich auch viele Städtetouren. Aber jetzt sind wir hier nach Lindau gekommen, weil unsere Tochter wollte auch gerne mal nach Bayern. Ja, wir sind gerade so in Bayern. Wenn du dich auch mal vorstellst, dein Name? Mein Name ist Annika und ich bin sozusagen die Tochter. Ihr hattet vorher einen Wohnwagen, oder? Wir hatten immer einen Wohnwagen und sind eigentlich erst vor 2 Jahren umgestiegen auf Wohnmobil. Ist das anders, Wohnmobil? Wohnmobil ist anders. Also Wohnwagen ist super für, wenn man mit Familie reist, mit Kindern. Dann kann man aufbauen, man hat alles dabei und man hat ein bisschen mehr Platz. Aber wenn man mobiler sein will und auch so ein paar schöne Touren machen möchte durch Deutschland oder Italien oder Schweiz oder wo wir schon überall waren, dann ist man natürlich schneller unterwegs und mobiler. Man ist schnell, hat alles wieder zusammengepackt und bei schlechtem Wetter. Wir reisen manchmal auch immer dem guten Wetter hinterher. Wenn du mal gerade so lieb bist, es ist ein Sondermodell und mir mal gerade folgst, dann können wir uns das von außen mal gerade anschauen. Denn er hat eine ganz schöne Schnauze. Es ist ein Fiat. Ein Fiat Ducato? Es ist ein Fiat-Motor, genau. Die technischen Daten, da bin ich nicht so schlimm, nicht ja. so versiert. Es steht 150 drauf, ich nehme an, das sind 150 PS. 150 PS, ganz genau. Genau. Und dabei wollen wir es auch belassen, denn es geht ja viel mehr um die weichen Werte. Kann man darin gut leben? Da kann man sehr gut drin leben. Der hat ein tolles, er hat eine schöne Ausstattung und wir haben hinten Einzelbetten. Ja, eine schöne Ambientebeleuchtung, das hat mein Mann so umgehauen. Erstmal das tolle Holz und dann diese Ambientebeleuchtung, wenn wir das abends runterschalten, da kommt natürlich auch ein bisschen Romantik raus, ne? Also ganz was Tolles. Er ist leise, der Motor, geht das? Der Motor ist sehr leise und wir fahren auch Automatik, also ist sehr entspannt. Mit Tempomat sind wir dann unterwegs, also ein angenehmes Reisen. So, und ihr seid angekommen, dann mit dem Wohnwagen, habt erstmal ein Vorzelt aufgebaut, habt es gerade noch so geschafft vom Regen. Ja, das stimmt. Also wir haben versucht, so uns am Zeitlimit zu halten, nicht so viel Pausen zu machen und haben es tatsächlich dann geschafft. Sind gleich angefangen, haben das Zelt aufgebaut, damit wir dann tatsächlich auch im Regen geschützt drinnen sitzen können. Und das muss man auch sagen, ist so ein bisschen der Vorteil, weil zum einen reisen wir mit dem Wohnmobil und das ist auch toll, wenn man mal eine Nacht irgendwo steht, man kann die Markise rausfahren, aber man würde sich wahrscheinlich nicht für eine Nacht die Muße machen und das Vorzelt aufbauen. Aber jetzt, wo wir hier auch eine Woche stehen, da ist es schon toll, ein abgeschlossenes Vorzelt zu haben. Gerade wenn es regnet, dann ist es schon komfortabler als nur eine Markise. Wir haben das ja gestern Abend auch so nutzen wir das Beste aus beidem. So, der Wind kommt auf, es fängt gleich an zu regnen, da kann man einfach reingehen, das ist das Schöne. Ja, beim Wohnwagen, wenn man da ja keine Markise dran hat, aber auch eine Markise, ein Vorzelt ist schon ziemlich heimelig, oder? Doch, das stimmt. Also manche haben ja hier die kleinen Gardinchen sogar davor. Ich zeig das mal gerade, du hast es nicht aufgeräumt, gell? Nee, und das Ich zeig's mal von außen. Ja, da außen geht, oder? Außen geht. Außen geht. Das kann man Ja, wir sind ja gestern im Regen quasi angekommen. Von daher ist das erstmal nur sporadisch aufgebaut. Die Liege ist auch noch eingeschweißt, also da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Alles, was wir geschafft haben, ist tatsächlich heute erstmal so das Fernsehgerät installiert zu bekommen für die Regenabende. Aber ja. Du bist eine echte Frau, muss ich sagen. Wenn ich aufgeräumt, nee, das will ich jetzt nicht zeigen. Das ist okay. Denn das ist aufgeräumt. So, ich zeige mal gerade hier die Kaffeetasse. Das Wichtigste im Urlaub ist ein ordentlicher Kaffee. Denn ihr habt nicht nur eine normale, Kaffeemaschine, ihr habt dann wahrscheinlich eine Kaffeevollautomaten. Wir haben beide einen Kaffeevollautomaten dabei, ja. Wir sind schon ein bisschen prollig unterwegs, aber das macht nichts. Weil wir sind zwar eigentlich aus dem Norden und es wird bei uns eigentlich nur Tee getrunken, aber wir beide sind absolute Kaffee-Junkies. Wir nehmen das auch intravenös, wenn es sein muss. Sehr süß, intravenös. Fangen wir vielleicht mal hinten an. Er hat einen ganz großen Kofferraum. Da hast du direkt mal die Wäsche davor gestellt. Das ist aber keine Wäsche, das sind die Mundschutze. Ja. Da habt ihr bayerische Mundschutze habt euch gekauft. Nee, die habe ich alle selber genäht. Okay.
Und ja, in Corona-Zeiten, ich bin jetzt seit 2 Jahren zu Hause. Ich hatte ein Geschäft und seit 2 Jahren bin ich zu Hause. Und jetzt habe ich dann gedacht, nee, ich mal für die ganze Familie Mundschutz. Okay, gut gemacht. So, und da hinten ist der Fahrradträger dran. Ist das gut mit dem Fahrradträger? Ja, das ist so ein Spezialfahrradträger für E-Bikes, den haben wir uns zugelegt und der ist wirklich ganz, ganz toll. Man kann die E-Bikes auch von hinten sehen durch die Kamera, gell? Kann man die sehen? Ja, ich glaube ja. Wenn man auf der Autobahn einen Rückwärtsgang einlädt, dann geht's. Das ist sozusagen der beste Raum. Das ist der beste Raum. Ist da Licht drin? Ja, da ist Mach auch mal Licht an. drin. Denn da kommt der Mann nämlich rein, wenn er sich nicht schickt. So ist es. Ach, der Was Staubsauger. braucht eine Frau? Natürlich ein Staubsauger. Der ist knickbar. Der ist knickbar und da ist auch noch so ein kleiner dabei zum Rausnehmen, wenn wir mal so ein paar Krümel wegmachen müssen. Aber wir haben natürlich einen ganz tollen Karton da hinten. Ja, was ist da drin? Das sind unsere Wein- und Schnapsvorräte drin. Sowas braucht ein Camper auch unbedingt. Ja, sehe ich. Aber da sind auch so kleine Lampen sind da drin. Ja, Ihr habt das so ein sind- Regalsystem mit Boxen. Ist das gut? Das Regalsystem mit Boxen, das haben wir uns damals in Basel haben wir uns das anfertigen lassen. Das war auf dem Wohnmobilstellplatz. Da konnte man abends anreisen. Dann hat er das ausgemessen. Am nächsten Tag waren die eingebaut und man konnte wieder abreisen. Inklusive der Boxen. Inklusive der Boxen selbstverständlich. Gut. Ja, die 600 €, glaube ich. Ja, aber es passt Nicht halt ganz genau. billig, aber es ist einfach super Aufgeräumt, toll. ja. Und wir haben das gleich so gemacht, dass wir eine Nische für den Tisch haben. Wir können den Tisch hier alles reinpassen und die Stühle und wir haben das alles schön in einer Flucht. Und natürlich ganz wichtig für die Stützen habt ihr ja die Makita dabei. Genau. Genau. Hier sind die Schuhe. Es ist schon ordentlich. Also schon ordentlich bei euch. Findest du das ordentlich? Ja, finde ich. Ja. Da hinten habe ich noch einen Backofen. Backofen, warte mal. Ja, da und ist der er drin. Berger Grill da unten, der ist auch ganz wichtig. Ja. Sag mal, das ist schon so eine Seuche. Ich glaube, es gibt so, in Holland gibt es ja so einen Laden, da fährt man hin und da muss man irgendwie sein Portemonnaie anschnallen, oder? Du kennst das? Du weißt den Laden? Obeling. Obeling, ganz genau. Ja, Ja, wenn man da genau. angekommen ist, dann glaube ich, ist man in so einem Camperparadies. Ihr wart noch nie da, oder? Doch, tatsächlich mit meinen Eltern waren wir auch schon da, aber meistens stauben wir dann irgendwie was ab, wenn meine Eltern sich mal was Neues gekauft haben und dann dürfen wir das Ihr andere braucht das erstmal ja nicht. benutzen. Aber die hat lange studiert. Also sie muss jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen. Die haben gerade neu gebaut und dann staubt sie auch gerne mal ein bisschen ab. Sie hat lange studiert. Sie hat zweimal studiert. Echt, was denn? Ja, erstmal mit BWL. Ja. Dann hat sie 2 Jahre nach ihrem Studium als Marketingleiterin gearbeitet. Wow. Und dann hat sie sich das aber anders überlegt und dachte, jetzt mache ich nochmal auf Lehramt und jetzt ist sie eine ganz strenge Lehrerin. Grundschule. So streng bin ich gar nicht. Nein. Nee, Berufsschule für Wirtschaft und Politik. Boah, du bist ja nicht zu beneiden in der heutigen Doch, Zeit. das ist ein toller Job. Ja, ich mag es sehr gerne. Und die mögen dich auch. Ja, ich glaube sehr. Ich zeig mal gerade, da ist ja der Sun-TI heißt. Da guck mal, hier steht's. Sun-TI Platinum Selection. Und das hier ist Baujahr 2018 dann. Baujahr 2018. 2018. Ganz genau. Also da hinten ist die Rückfahrkamera. Ja. Der sieht ja auch von hinten, macht der schon was her, oder? Macht was her. Macht was her. Warte mal kurz. Auf der Straße. Ach, ihr habt hinten noch eine große Tür, die habe ich nicht. Wieso nicht? Nee, Du weil, hast ein Morello. ja, ich habe Morello, aber ich habe nur auf einer Seite eine große, auf der anderen Seite eine kleine. Das heißt, ihr könntet die Fahrräder auf beiden Seiten Kannst du hier einladen. noch mal reinschauen? Ja, zeig mal. Also das ist unsere Weinkiste. Da lassen wir uns den Wein dann immer liefern. Aber das ist natürlich auch wunderbar fürs Wohnmobil. So ein Aperol muss dabei sein. Und Zeig mal, Aperol. ja, ich Original? Nee, nicht Ah, der ist im original. Aldi. Ja, Ja, ist genau. klar. So ein Wenn bisschen- schon in Urlaub, dann Ja, so ein Was ist bisschen- das da? Das ist so eine Art Grand Marnier. Commanier. Ja, Und das daneben? das ist Sekt. Sekt. Okay. Das Ja. Rotkäppchen, aber was ist? Ja, genau. Aber Okay. hier haben wir noch einen schönen Wein, einen schönen Grauburgunder. Den trinken wir Was auch ist das? gerne. Maybach. Ja, Die kenne ich gar nicht. Der schmeckt gut? der schmeckt sehr gut sogar. Okay. Das ist unsere Hausmarke. Warte, ich zeig mal aber gerade verrat's nicht. da vorne Kriegen wir da was. nichts mehr von. Was ist denn da das Ameisenmittel? Ameisenmittel. Ja, manchmal ist man auf dem Stellplatz, dann gibt es so viele Ameisen. Und die hat man natürlich nicht so gerne im Wohnmobil. Also haben wir Ameisenmittel dabei. Da ist eine kleine Lampe, eine Tischlampe oder was ist Das das? ist eine Tischlampe, eine Solarlampe. Sehr, sehr hell. Funktioniert auch? Die funktioniert hervorragend. Zack, und schon geht's an. Krass. Guck mal hin. Und ganz wichtig, der Swiffer. Ein Geschenk der Tochter. Ein Geschenk von meiner Tochter. Und da unten ist der Swiffer. Der darf nicht fehlen. Der Swiffer ist ganz wichtig. Also ich habe das immer gerne sehr, sehr sauber. Und tatsächlich habe ich heute erst gewischt, also gleich Füße abtreten. So, mache ich. So, jetzt gucken wir mal da oben. Achso, ihr schlaft relativ hoch, das heißt, ihr könnt dann am Strand über die Wohnwagen drüber gucken. Habe ich schon gemacht. Am Gardasee haben wir gestanden, dann habe ich das Fenster aufgehabt und ich konnte über den ganzen Gardasee wegschauen. Das war Mensch. wunderschön. Da vorne in grün der Abwassertank. Genau. Das heißt, ihr habt den auf und habt den zusätzlich? Wir Oder haben wie? den auf, weil wir haben festgestellt, haben wir den zu.
Das kann schon mal passieren, wenn es sehr, sehr lange, sehr, sehr Riecht. warm ist. Riecht, stinkt, würde ich eher sagen. Das ist richtig unangenehm. Und darum haben wir es immer auf den Tank und lassen es einfach ablaufen. Dann haben wir einfach einen guten Geruch. Platinum Selection, hört. Hier ist das Geld zu Hause. Platinum, das ist ja wahrscheinlich das Beste, was es gibt, oder? Weiß ich nicht, kann Platinum, gut sein. es kann ja nichts Besseres geben. Ja, vielleicht Diamanten oder so. War es da drin, darunter? Oder ist das zu? Hier? Ja. Da ist, Weißt du gar nicht, oder? ja doch, das Ist ist, zu. ist die Fair- und Entsorgung. Dass die fairen Enser. Weißt du was, die lassen wir mal zu. Das ist heute nicht so wichtig, denn wir wollen Ihnen einfach mal zeigen von vorne. Der hat nämlich ein ganz großes Dach oben drauf. Wir gehen jetzt mal rein, denn so ein schönes Wohnmobil, das ist natürlich von innen ganz wichtig. Wichtig ist auch die Markisen abspannen, gell? Ja, ich zeige es mal gerade, wie das gemacht wurde. Denn ihr habt was ganz Besonderes. Ja. Ihr habt diese Schraubdinger, Genau. die man einfach reinschrauben kann. Und das ist der Schnellverschluss, falls es denn doch mal... Schnellverschluss. Genau. Das geht dann ganz schnell auseinander. Also man macht es einfach auseinander und schon, ritze, hat man das Wohnmobil Draußen. frei. Also hat man die Markise frei und dann Und das sind die Aluschrauben. Das sind die für den harten Genau. Einsatz. Das kenne ich die nämlich. für den harten Einsatz. Aber eigentlich bin ich da gar nicht so technisch versiert. Das macht normalerweise immer mein Mann. Jo. Dauert bei mir auch ein bisschen, aber nicht so wir kriegen schlimm. das hin. Und Du machst ich es gut. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn ich heute sage. So, gehen wir mal rein. Sattanlage ist gar nicht ausgefahren. Die braucht ihr hier gar nicht, weil ihr habt hier die Tochter. Wir haben die Tochter, ganz genau. Da brauchen wir nämlich kein Fernsehen. So, und jetzt zeige ich mal gerade, wie schön das ist. Eine Stufe, denn der Einstieg ist sehr, sehr einfach. So, jetzt putze ich mal hier ab, hier vorne. Soll ich halt mal mein Ostfriesennerz wegnehmen? Der Ostfriesenerz, was ist denn das? Das ist Ostfriesenerz, das tragen wir alle in Ostfriesland, weil ja bei uns immer Wind und Regen ist. Ich packe mal ganz Oder kurz ab. vielmehr Wind, das ist meine Windjacke. Die habe ich mir damals gekauft für Kornwälder waren wir mal. Aber die ist wirklich hervorragend. Das ist schick. Ja. Da vorne Bedienfeld, das sind die kennst du? Ja, ich hoffe doch. Also hier sind die ganzen Sachen, die ich fürs Wohnmobil brauche, also Stromanschluss. Und hier kann ich dann gucken, wie viel Grad ich da, wie viel Temperatur ich habe. Da ist mein Frischwasser, da mein Brauchwasser. Und wie man sieht, Brauchwasser habe ich gar nicht. Dafür haben wir ja jetzt unten den Kanister stehen, so Okay, die Temperaturen und so weiter und so fort. Und die Heizung, die macht auch warmes Wasser. Ihr duscht ja im Wohnmobil? Ja, ich dusche auch im Wohnmobil. Ja, ist das gut? Was, wie bitte? Im Wohnmobil duschen, ist das gut? Ja, das ist richtig gut, weil du hast ja gleich den Kleiderschrank dabei. Du brauchst ja nicht gleich erstmal über den ganzen Campingplatz laufen und erstmal mit Bademantel, sondern man hat ja gleich alles dabei. Ja. Das Badezimmer ist dann gleich daneben, da kann ich mich gleich eincremen und so weiter, was Frauen denn so gerne machen. Ja. Und darum habe ich das ganz gerne, dass ich hier dusche. Ja, cool ist auch die Bose-Box. Das war ja früher so, die großen HiFi-Anlagen brauchen wir ja heute nicht mehr. Man hat sein Handy und... Genau, ich habe das übers Handy. Darf ich sagen, das ist von Amazon? Ja, das ist klar. Darf ich wohl sagen, ne? Das ist keine Schleichwerbung. Also von Amazon, ja, Bose ist ja auch, wäre ja auch Schleichwerbung. Ja. Und Und das Ding ist gut? Das Ding ist super, macht einen echt super Sound. Ja, daneben ist das Gemüse. Das sieht jetzt unglaublich gesund aus. Ja. Aber ihr seid so Bio schon, oder? Ja, also wenn wir es kriegen und es ist, dann habe ich sehr gerne Bio. Aber überall gibt es das auch ja nicht. Und gerade auf dem Campingplatz, man muss halt gucken, man kennt sich nicht aus. Und dann guckt man immer gerne, wo es Welche denn was Geschäfte gibt, auch in der welche Nähe Geschäfte in der sind. Nähe sind. Also Genau. ich mache da jetzt wegen Bio keine Weltreise, wenn ich im Urlaub bin. Aber zu Hause kaufe ich natürlich auf dem Wochenmarkt. Also ich koche unglaublich selten im Wohnmobil, muss ich sagen. Also ich gucke immer, dass ich die lokale Gastronomie dann bezirze, weil Ja. ich mag nämlich gar nicht abwaschen. Tatsächlich, mir macht das im Urlaub überhaupt nichts aus, weil ich das total schön finde, zusammen zu kochen, auch mit meiner Mutter, Ja. die Gelegenheit jetzt einfach zu haben, draußen zu kochen und die Arbeit, die damit zusammenhängt, das ist dann einfach keine im Ja, Urlaub. das ist Urlaub quasi. Ja, finde ich schon. Ich finde das genauso, weil ich koche leidenschaftlich gerne. Und für mich ist das Entspannung. Was ist dein Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht, ja, Rouladen würde ich sagen. Rouladen, Rindsrouladen. Rindsrouladen. Mit drin, war was da drin? Eine Füllung Gurken? mit, ja, erstmal wird das schön mit Salz und Pfeffer, dann mit Senf und dann kommt dann Bacon, Zwiebel, Gurke, gerollt, schön angebraten, schöne Soße dabei. Und das gibt es dann alle 6 Wochen. Das gibt's nicht alle 6 Wochen, im Sommer sowieso nicht. Ja, da vorne ist der Kaffeevollautomat von Krups. Ja, genau. Zu Hause habe ich auch eine, so eine Jura, aber die wollte ich nicht mitnehmen. Die ist schön klein, oder? Diese hier, die ist tatsächlich fürs Wohnmobil megamäßig gut geeignet. Und darum haben wir uns die zugelegt, weil so viel Schnickschnack macht man sowieso nicht. Man trinkt einfach nur einen schönen Kaffee. Schön ist auch das Dekor hier. Das heißt, Ja. habt helles und dunkles Holz in Mischung und Genau. Hochglanz. Fingerabdrücke? Nein,
Gar nichts. Nee, also Lieber nicht. ja, würde man sehen, aber gut, stört uns auch nicht weiter. Ist ja das sind ja Urlaubstage jetzt. Dann guckt man nicht immer nur auf die Putzerei. Ja, ist dunkel. Du hast eine Edelstahlspüle. Ja. Die ist auch sehr tief. Das heißt, man kann auch gut drin spülen. Man kann da sehr gut drin spülen. Und dann habe ich noch eine kleine Schüssel unten drin. Da, Wo denn? Sag mal. ja. Also eine Spülschüssel. Ich habe eine Spülschüssel und da habe ich dann, die stelle ich einfach dann oben daneben. Willst du viel spülen mit Priel? Das habe ich übrigens vermisst. Ich war in Südfrankreich, gab kein Priel Es mehr. gab kein Priel. Ja, und dann habe ich irgendwie die 10-fache Menge nehmen müssen von einem anderen. Also es ist irgendwie mit Priel. Und Das als ist der ja Priel kam, ich habe es direkt wieder unfassbar. gekauft. Ohne Witz. Das andere Ehrlich? Zeug hat nicht Nee, funktioniert. das andere funktioniert auch nicht. Und ich habe das auch immer. Und das ist die Waschschüssel. Und das ist die Waschschüssel. Ja, ich stelle das dann daneben, weil es gibt ja im Wohnmobil kein Abtropfbrett. Und ich habe das immer ganz gerne dann in so einer Schüssel. Dann kannst du es schön stapeln. Und ja. Und dann, Toll. Also ich bin ganz, ganz begeistert. Ja, zu wenig Platz kann man ja gar nicht haben. Da vorne sind die Lichtschalter. Die sind genau. mittlerweile schon zum Drücken. genau, ich mache das mal eben kurz an. Kann man das sehen mittlerweile, dieses neue Modell. Die haben das beschriftet. Es ist immer ein bisschen Sucherei, aber ich finde das schon ganz schick. Wenn das Das ist schon hell, oder? Wenn man es hell haben will. Es ist schon schön hell. Und ich finde ja auch gerade so toll diese Ambientebeleuchtung. Die finde ich ja megamäßig. Also im Prinzip das, was man nicht sieht, so direkt. Ganz genau. Und das ist dann auch abends schön gemütlich. Habt ihr einen Fernseher hinten, oder? Wir haben zwei. Wir haben da vorne einen. Warte mal, ich zeig das mal. Also da, Ja. da hat sich die Tochter schon hingefläzt. Ja, genau. Da ist er, aber zu Recht. Ja. Ist es schon gemütlich? Ja, total. Also die Ecke ist genauso gemütlich, aber diese Stühle, auf denen man fährt, auch sehr zum Entspannen geeignet. Das Coole ist auch, man kann sich sogar die Armlehnen so anpassen, dass wenn man ganz zurück ist, kann man die gerade machen, Unten sind da Rollen Kann man dran rollen. und dann kann man die Höhen verstellen. die Höhen verstellen. Warte, ich zeig's dir mal komplett. Ja, das ist nämlich schon gemein, wenn man hier so sitzt und hat so seine totale Entspannung dann. Aber das ist schon schön. Man packt aus, ist in 5 Minuten, kann man Kaffee machen und ist angekommen quasi. Brauchen wir 5 Minuten? Ich glaube gar nicht, ne? Nee. So, wenn wir Strom haben, das erste ist, was läuft, ist die Kaffeemaschine. Das finde ich eigentlich auch schon ganz wichtig. Also ganz schön ist auch hier das große Fenster, was es gibt. Denn Panoramadach, das ist etwas anders zu öffnen wie normal. Aber ich sag mal, der Vorteil, man hat viel Licht, oder? Man hat sehr viel Licht. Wir haben ja auch ganz bewusst auf dieses Hubbett verzichtet, weil wir haben uns vorher schlau gemacht. Also die meisten, die ein Hubbett haben, benutzen es so gut wie gar nicht. Wenn höchstens mal, vielleicht mal ein Enkel mal mitfährt. Aber generell haben wir uns jetzt dagegen entschieden. Wir haben auch schon mal eine schöne Tour mit unserem Enkel gemacht, mit dem Paul. Der ist 4. Und da Der ist waren 4 jetzt? Der ist 4. Und da waren wir in Osnabrück im Zoo mit ihm. Und dann hat er einfach zwischen uns geschlafen und das fand er toll. Also toll sind die Einzelbetten. Also alle, die Einzelbetten haben, die wollen sie nicht mehr hergeben. Da ist jetzt so der Platz zum Dach, der ist jetzt nicht mehr so groß, das langt. Das langt völlig. Warte, ich zeig's mal gerade. Wenn du mich Ja. mal gerade vorbeilässt, Ja. dann zeige ich es mal gerade, wie schön Wir haben das ihr sogar habt. noch einen Topper drauf. Wir schlafen ja richtig gemütlich. Achso, ihr habt so einen Also Geltopper. wir haben zu Hause ein Boxspringbett und da haben wir uns überlegt, wir werden einfach noch einen Topper draufpacken. Somit schlafen wir natürlich göttlich. Göttlich. Das heißt, ihr wacht gar nicht mehr auf morgens, oder? Doch, doch, doch. Wir wachen schon auf. Nur zeigt mal nicht so meine Perlonstrümpfe da oben. Perlon. Das Wort habe ich ja lange nicht mehr gehört, muss ich sagen. Also was viele Frauen machen, ist ja so, die lesen noch im Bett abends. Ist es bei dir auch so? Ja, ich habe normalerweise habe ich mein Tolino mit, aber ich habe mir jetzt zu Hause so eine Kindle-App runtergeladen. Bist du Links- oder Rechtschläfer? Beidseitig. Nee, ich meine... Ach so, hier Ja, jetzt. ja. Naja, ich habe hier das linke Bett. Also jetzt vom, Jetzt die linke hier, Seite, die linke ja, Seite. genau. Warum? Ist so. Das ist einfach so. Hat sich so ergeben. Ja, ich kann dir sagen, warum. Weil der Kleiderschrank hier links größer ist. Warte mal, ich zeig das mal gerade. Mach mal Ja. auf. Mal reingucken. Denn du hast gesagt, hier ist alles... Sag mal, ist hier eine Tür, die man zuziehen kann eigentlich? Ja. So eine Zwischentür? Ja, die Zwischentür. Man macht einfach die Toilettentür zu und dann Feierabend. Schon ist es Feierabend. Und darum hat man hier so seinen tollen Badbereich. Ich kann hier in die Dusche gehen. Hier habe ich dann so eine Stange noch für die Handtücher. Dafür ist die Stange. Ich Dafür gedacht zum ist die Festhalten. Stange. Nee, die Stange, ja, vielleicht kann man sich auch festhalten. Aber die Stange ist einfach, wenn man jetzt unterwegs ist und man hat eine längere Tour und man muss also wirklich im Wohnmobil duschen, dann kann man hier eben die Handtücher trocknen. So, Ne? da ist der Mann, der guckt gerade raus. Genau. Der Ausblick ist natürlich der Hammer hier. Man guckt Ja. einfach raus, man Stell ist dir über mal vor, allem. Du stehst jetzt Ja. hier am Gardasee oder direkt jetzt Ja. am See. Das ist natürlich wunderschön. Also wir haben am Gardasee direkt, da gibt es einen Campingplatz, da steht man direkt am Wasser und das ist toll. Und wir haben gerade in der ersten Reihe gestanden. Das war schon ganz prima. So, Ja. Du hast doch da die Lampen hinten, USB-Steckdosen an der richtigen Stelle. USB-Steckdosen sind auch an der richtigen Stelle. Ja, wir haben sogar mehrere USB-Steckdosen. Auch vorne sind noch 2.
Ja. So, hier, da ist das Teil in der Mitte, das heißt, das ist kann man, Teil glaube ich, in der noch Mitte. bauen, da kann man es ganz groß genau. machen. Das kann man alles noch bauen. Da haben wir auch noch Leiter, aber da haben wir jetzt drauf verzichtet. Die brauchen wir jetzt nicht. Das ist ja auch alles nur zusätzliches Gewicht. Wir haben ihn aber aufgelastet, das sollte ich noch sagen. Dein Mann hat ja den alten Führerschein, du auch, wahrscheinlich so wie ich, den alten Dreier, dann kannst du den ja fahren. Auf wie viele Ja. Tonnen? 4 irgendwas, oder? 7,5 können wir ja. 7,5? Ja. Echt? Ja, 7,5 Tonnen dürfen Also dürft ihr fahren, aber Dürfen wir fahren. der Wagen hat aber keine 7,5 Tonnen. Nein, den haben wir aufgelastet auf normalerweise 2500. Aber da kommst du ja hinten und vorne nicht mit hin. Allein wenn du schon E-Bikes mitnimmst. 3.500 meinst du? 3850. 3.850. Heißt, ihr habt 350 Kilo mehr, die ihr zuladen könnt. Ganz genau. Genau, dafür ist die Beschränkung, glaube ich, 100 darf man fahren auf der Autobahn statt 120 oder Ja, da unbegrenzt. gibt es auf jeden Fall Beschränkungen. Aber ist nicht so schlimm, oder? Ist nicht so schlimm, das stört uns nicht. Außerdem sieht es ja auch keiner. Darf es nur nicht erwischen lassen, sage ich immer. Es war keine Aufforderung, schneller zu fahren. Nee, das stimmt. Okay, so ist es. Schön ist es übrigens, vielleicht noch last but not least, ist hier dieses kleine Fensterchen, wo du abends denn die Sterne sehen kannst. Ja, genau. Dann liegt man im Bett und man guckt schön im Himmel. Wenn sternklare Nacht ist, dann ist das natürlich auch wunderbar. Toll. Ja, und hier haben wir auch noch einen Fernseher. Da Also ist wenn er. mal richtig schlechtes Wetter ist, gehen wir zeitig ins Bett und dann gucken wir dann noch ein bisschen Fernsehen. Das ist ein Netflix. Haben wir auch, ja. Habt ihr auch? nicht dabei jetzt. So, da unten, ich zeige mal gerade die Dusche, da ist so ein kleines Rost mit drin, dass Ja. man auch nicht so ganz nass steht. Und da ist ein Fach drin. Was da drin im Fach? Kann ich dir zeigen, aber mittlerweile ist es schon ein bisschen abgespeckt. Da habe ich so ein bisschen meine Vorräte drin. Da, bisschen kühler, oder? genau, da ist es ein bisschen kühler und dann habe ich da Getränke. Meine Kartoffeln habe ich schon verkocht, aber da ist ein bisschen Gemüse drin. Und vorne haben wir dann unsere Getränke noch drin. Also du würdest den Wagen nochmal kaufen? Ich würde den Wagen immer wieder kaufen, ja. Ja. Gefällt mir wirklich sehr gut. Also die Marke Knaus, hat euch das was gesagt vorher, oder? Wir haben eigentlich immer Knaus gefahren. Also darum, wir hatten vorher auch einen Knaus Wohnwagen und jetzt sind wir mit diesem Knaus Wohnmobil dann quasi so unserer Linie treu geblieben. Wir haben, war das? wir haben uns mehrere angeguckt, aber irgendwie, das war so der Wagen, der uns gleich auf Anhieb ganz gut gefallen hat. Das ist ja auch ein Bauchgefühl. Man steigt ein und dann muss es passen, ne? Ganz genau. Das muss man auch aus dem Bauch heraus entscheiden. Aber das ist echt schick. Ja, finde ich auch. Ich finde den wirklich sehr schick. Also zumal das Hubbett hätte auch, ich glaube, bei eurem Einsatz viel kaputt gemacht. Man kann ja vorne noch umbauen, oder? Man kann vorne umbauen, das ist aber nur ein Notbett. Ein also Notbett. Für wenn man, Enkelchen. genau, das okay. Enkelchen. Aber sonst, nee, verzichten wir dann Super. drauf. So, ich komme mal raus, hat mittlerweile angefangen zu regnen. Ja. Gut, dass ich die Markise rausgefahren habe, denn wir sind am Ende unserer tollen Dokumentation. Ist der Platz hier schön in Lindau? Wart ihr schon mal hier? Nee, wir haben noch gar nicht viel gesehen. Wir sind zum ersten Mal hier und wir Es müssen. hat ja geregnet. Genau. Es hat geregnet, als wir gekommen sind. Jetzt müssen wir halt abwarten, bis Mittwoch wieder die Sonne kommt und dann wollen wir hier ein bisschen die Gegend erkunden. Jetzt habe ich gerade euren Vornamen verwechselt. Du bist die Karin, Karin und deine Tochter heißt Annika, Annika. Karin und Annika aus Aurich. Aurich in Ostfriesland. Ja, da sind sie. So, ich zeige dich mal gerade komplett. Ja, vielen Dank. Wir drehen heute am 3. August 2020, mitten in Corona. Wie war es denn bei euch? Habt ihr irgendwie Angst gehabt? Hier, der Platz ist komplett voll. Wir haben nochmal nachgefragt. Wir hatten zuerst eine Absage, weil die Auslastung lag bei der ersten Anfrage bei 60%. Und dann hat sich aber ja durch die Corona, es hat ja immer wieder neue Regeln gegeben. Und dann haben wir nochmal nachgefragt. Und dann haben die uns dann gesagt, ja 80%. Und dann habe ich ganz höflich gefragt, ja, nochmal die zweite Anfrage gestartet und dann durften wir dann kommen. Super. Ja, die sind ziemlich nett, aber die eine Frau, die hat schon Haare auf den Zähnen. Die sagt einem ganz genau, was zu machen ist, oder? Wir waren Die am Telefon war. Ja, wir waren bei dem Herrn und Die war schon nett, aber die hat gesagt, ja, das große Ding da, dieser Morelo, da müsst ihr ganz nach hinten, ihr versperrt sonst den anderen die Sicht, hat sie gesagt. Ja. Fand ich aber süß. Sie hat ja auch recht. ja, das muss man echt sagen, das sind natürlich auch schon Klötze, die gehören dann auch in die letzten Reihen. Absolut. Karin, ich danke dir. Ja, ich Und habe zu danken für das Tschüss. nette Und dann Gespräch. noch schönen Urlaubs. Ist jetzt noch wie lange? Wie ist die Tour? Wir sind insgesamt 3 Wochen unterwegs. Ja. Wir fahren nachher noch über den Osten zurück und dann nach Leipzig. Von Leipzig nach Hamburg. Dann wollen wir an der Elbe noch stehen. Und dann fahren wir von Hamburg aus wieder nach Hause. Tolle Tour. Ja, finde ich auch. Tschüss, Karin. Gerade noch der Vorname von deinem Mann, der heißt? Knut, Ist der nett zu dir? der ist super nett. Wir feiern jetzt dieses Jahr am 6. unseren 35. Hochzeitstag. 35. Wow, Karin. Ja. Tschüss und viel Spaß im Knaus Ja, TI, wie auch immer er heißt. Sun TI heißt er. Platinum. Platinum Selection. Tschüss. Tschüss.